Samuel Dlamini ist ein erfahrener Müllwagenfahrer. Er arbeitet auf einer Mülldeponie im südlichen Ostkap. Jeden Tag fährt er stundenlang, um in einem Gebiet nahe dem Waldrand Müll abzuladen. An diesem Morgen war es heiß und schwül. Er hatte gerade sein Auto angehalten, als er aus der Ferne ein seltsames Geräusch hörte. Das Geräusch war wie ein leises, langes, gebrochenes Stöhnen inmitten von Plastik und Lumpen. Er kniff die Augen zusammen und sah ein dünnes Wesen, das im Müll nach Essbarem wühlte. Neugierig ging er ein paar Meter näher heran und dachte zunächst, es sei ein streunender Hund oder eine Hyäne. Doch als er sich umdrehte, ließen seine Augen Samuel innehalten, es war ein Löwe. Der Löwe hatte zotteliges Fell, sein Körper war schwarz vor Schmutz, seine Augen waren eingefallen und er hatte eine Plastiktüte im Maul. Samuel zuckte entsetzt zurück, sein Herz hämmerte, doch dann wurde ihm klar, dass es nicht mehr die Kraft hatte, Widerstand zu leisten. Es sah ihn nur flehend an, senkte dann den Kopf und legte sich schwer atmend neben den Müllhaufen. Ohne zu zögern holte er sein Telefon heraus und rief sofort die Försterstation in der Nähe des Shamwari-Reservats an. Seine Stimme zitterte: Hier frisst ein magerer Löwe Müll, er muss bald sterben. Die Person am anderen Ende der Leitung beruhigte ihn und versprach, innerhalb von 30 Minuten Rettungskräfte zu schicken. Samuel stand wartend in der Sonne, beobachtete das Tier und fragte sich, ob es überleben würde. Zum ersten Mal in seinem Leben spürte er die erstickende Hilflosigkeit, die ihm die Augen eines Tieres entgegenbrachten. Wie versprochen, hielt der Pickup eines Rangers mit 2 Männern in blauen Uniformen an. Es sind Victor Maseko und Joel Kumalo, Ranger im Shamwari Wildlife Conservation Center. Samuel lief schnell hinüber, um die Geschichte zu erzählen, und zeigte auf den regungslos daliegenden Löwen. Victor war sprachlos, als er das dünne, schmutzige Wesen sah, das kaum als Löwe zu erkennen war. Joel beugte sich vor, um nachzusehen, und flüsterte: Es atmet schwach, aber es scheint lebendig zu sein. Die beiden kehrten schnell zum Auto zurück, um den Elektroschocker, weiche Seile und spezielle Stoffnetze zu holen. Samuel wich zurück und betete ängstlich, dass das Tier nicht noch mehr in Gefahr geriet. Victor schoss dem Löwen das Beruhigungsmittel in den linken Hinterschenkel, wobei seine Hand nicht zitterte, obwohl das Ziel sehr nah war. Der Löwe wehrte sich nicht, stöhnte nur leise und fiel innerhalb weniger Minuten in einen tiefen Schlaf. Joel wickelte vorsichtig eine Decke um die Beine des Tieres und hob es zusammen mit Victor auf Samuels Müllwagen. Gemeinsam schafften es die 3, den Löwen in den Rettungswagen des Rangers zu bringen. Das Auto sprang sofort an, bog von der Müllhalde ab und raste in Richtung der Veterinärstation des Shamwari-Reservats. Unterwegs überprüfte Joel die Atmung, Herzfrequenz und Temperatur des Löwen, um sicherzustellen, dass er nicht in allzu großer Gefahr schwebte. Victor rief den Tierarzt im Voraus an, um den Operationstisch, die Infusion und den Notfallkäfig vorzubereiten. Samuel stand da und sah dem Auto nach, das verschwand, voller Hoffnung und Verwirrung, unfähig, sofort zu gehen. Als der Wagen an der Veterinärstation ankam, wartete bereits eine Gruppe von Ärzten und Krankenschwestern vor der Notaufnahme. Der Löwe wurde auf eine Trage gelegt, der Chefarzt ordnete eine Spritze zur Stabilisierung der Herzfrequenz und eine Ganzkörperuntersuchung an. Eine Ärztin namens Lena stellte fest, dass sein Bauch ungewöhnlich geschwollen war, und vermutete einen Fremdkörper in seinem Darm. Sie führten sofort eine Ultraschalluntersuchung und eine Endoskopie durch. Die Ergebnisse zeigten, dass sich im Darm ein Nylonbeutel und ein harter Gegenstand befanden. Es wurde ein kleiner chirurgischer Eingriff durchgeführt, um mehr als ein halbes Kilo Müll zu entfernen, den das Tier verschluckt hatte, um zu überleben. Draußen warteten Victor und Joel mit angespannten Gesichtern und den Blick auf die Tür des Operationssaals gerichtet. Nach über 2 Stunden war die Operation erfolgreich abgeschlossen, die Ärzte gaben bekannt, dass der Löwe die Gefahr überwunden hatte. Der Name lautete Tabo, was in der lokalen Xhosa-Sprache Hoffnung bedeutet. Dr. Lena verfasste einen ausführlichen Bericht, der Ausgangszustand war ernst, aber der Körper hat ein gutes Genesungspotenzial.
Thabo erhielt intravenöse Flüssigkeiten und Antibiotika und wurde zur genauen Überwachung in einen Isolationskäfig gebracht. Victor schickte Thabos erstes Bild zurück an das Rechenzentrum des Reservats, um den Fortschritt zu überwachen. Samuel wurde außerdem darüber informiert, dass Thabo außer Gefahr sei und eine intensive Behandlung beginne. Am nächsten Tag trug Lena ein Antiseptikum auf die Kratzer auf und spritzte Thabo Energievitamine. Obwohl er noch schwach war, konnte Thabo seine Augen öffnen und auf Schritte und den Geruch von Essen reagieren. Jetzt beginnt seine wahre Überlebensreise, dieses Mal mit Chancen und Liebe. Thabo wird in einen separaten, sauberen Käfig mit einem mit trockenem Stroh bedeckten Boden, einer Schüssel mit Wasser und weichem, gedämpftem Fleisch gesetzt. Am ersten Tag lag es einfach still da, bewegte sich gelegentlich vor Schmerzen, zeigte aber keine Angst mehr. Die Ärzte überprüften abwechselnd Herzfrequenz und Atmung und verabreichten rechtzeitig Medikamente. Am zweiten Tag hob Thabo den Kopf, trank ein paar Schlucke Wasser und fiel wieder in einen langen Schlaf. Die Krusten auf seinem Rücken begannen auszutrocknen und wurden vom Techniker täglich mit Antibiotika behandelt. Am dritten Tag konnte es ein paar Stücke weiches, gedämpftes Fleisch kauen, die Lena in die Nähe seiner Schnauze gelegt hatte. Victor blieb stehen und rief sanft Thabo, woraufhin der Löwe seinen Kopf drehte und gerührt blinzelte. Joel stand hinter dem Käfig und hielt still den Moment fest, als der Löwe zum ersten Mal auf allen Vieren stand. Eine Woche verging, Thabos Gewicht nahm leicht zu und sein Fell begann in kleinen Flecken nachzuwachsen. Naturschützer begannen, jede positive Veränderung in Thabos Zustand detailliert zu dokumentieren. Samuel kam am 10. Tag vorbei und schaute mit freundlichen und dankbaren Augen durch die Gitterstäbe. Thabo begann, wachsam zu werden und auf laute Geräusche und seltsame Gerüche zu reagieren. Dr. Lena lächelte, es gewinnt seine wilden Instinkte zurück, das ist ein gutes Zeichen. Der Löwe war nicht länger das abgemagerte Wesen auf der Müllhalde, sondern entwickelte sich allmählich wieder zu einem echten Krieger. Das Leben, das viele Tage der Not eingetauscht hat, erwacht nun Schritt für Schritt zum Leben. Nach 28 Tagen Behandlung wurde Thabo vor dem Verlassen des Quarantänebereichs zu einem allgemeinen Gesundheitscheck gebracht. Blutuntersuchungen, Endoskopie, Herzfrequenz und Muskeltests fielen alle unerwartet positiv aus. Ärzte und Ranger beschlossen, Thabo in ein halbwildes Gehege von fast 3 Hektar zu bringen. Das Auto mit Thabo hielt mitten auf einer Fläche voller Büsche, warmem Sonnenschein und weitem Himmel. Die Käfigtür öffnete sich und Thabo trat langsam heraus und sah sich um, als würde er die neue Welt willkommen heißen. Der Wind wehte durch seine Mähne und bewegte das neu gewachsene, glänzende Haar. Zum ersten Mal seit Monaten trat er auf echtes Gras und nicht auf kaltes Eisen. Besucher können Thabo nun aus der Ferne durch den Sicherheitsglaszaun des Zentrums beobachten. Ein Reiseleiter berichtete ihnen ausführlich über die Reise von der Deponie zum Reservat. Alle waren gerührt, als sie das hörten, besonders als sie Thabos Originalfoto auf der Informationstafel sahen. Alle Kinder, die hierher kommen, um etwas über Naturschutz zu lernen, erwähnen Thabo als lebendes Symbol der Stärke und Hoffnung. Samuel kommt noch einmal zurück, dieses Mal nicht, um den Müll rauszubringen, sondern um seine eigene Geschichte zu erzählen. Victor und Joel nahmen auch an der Sonderpräsentation von Thabo teil und standen neben dem Schild Lion Resurrected. Thabo lag unter dem Baum und knurrte leise zufrieden, als er die 3 Menschen sah, die ihn gerettet hatten. Diese Geschichte ist nicht nur für Thabo ein Wunder, sondern auch eine große Lektion für alle. 3 Monate später war Thabo ein gesunder, majestätischer männlicher Löwe im halbwilden Gebiet von Shamwari. Hunderte von Touristen kommen nur, um die Augen zu sehen, die einst die dunkle Mülldeponie überlebt haben. Samuel ist mittlerweile im Ruhestand, aber er sagt, solange er lebt, habe ich noch Hoffnung. Thabos Geschichte verbreitete sich weit und wurde zu einem Symbol für den Artenschutz in Südafrika. Und mitten im strahlenden Sonnenschein geht der Löwe immer noch, voller Dankbarkeit und einem starken Herzen. Was denkst du über diese Geschichte? Bitte hinterlassen Sie Ihre Kommentare im Kommentarbereich.